Willkommen zum 5. Teil unserer Reise quer durch den Nordwesten der USA und Kanada. Und da sind wir endlich angekommen, denn wir sind in Banff mit dem krassesten Nationalpark der Welt wahrscheinlich. Gletscher und. Bleibt dran. Denn ich bin Mike, Food-Connoisseur, Geschichtsfreak und Reiseliebhaber. Und wir reisen 4 Wochen und 6000 Kilometer. Von Seattle bis zum Yellowstone National Park, über die Grenze nach Kanada mit Banff in Alberta und Vancouver an der Pazifikküste. Und während wir uns im letzten Video Montanas Norden genauer angeschaut haben und den Glacier National Park bewundert haben, kommen wir nun zum Gegenstück in Kanada. Wir schauen uns Banff und Jasper an, 2 der schönsten Nationalparks in ganz Nordamerika, wenn nicht sogar der Welt. Auf geht's! Banff ist mit Abstand einer der schönsten Orte, an dem ich je war. Kanada haut mich richtig um. Das ist wirklich krass. Und genießt diese krasse Aussicht. Guten Morgen, Leute. Wir sind jetzt gerade in Kimberley. Wir sind gestern schon über die Grenze gefahren. War nichts Besonderes, eine kurze kleine Grenze in Montana. Im Internet stand, das dauert 2-3 Stunden, hat jetzt irgendwie 20 Minuten gedauert. Und wir fahren jetzt gleich zu unserem ersten Spot, Banff, denn der ist irgendwie nur 3 Stunden von hier entfernt. Aber Mike aus dem Off, willst du nicht mal erzählen, was wir in diesem Video alles machen? Ich habe ja schon kurz von den Nationalparks geschwärmt. Wir schauen uns Highlights an wie Lake Louise, dieser wunderschön grüne See, oder fahren den Icefield Parkway entlang. Und dazu kommen natürlich noch wunderschöne Örtchen wie Banff und Canmore, die perfekt in den Parks aufgehen. Und natürlich auch noch den Yoho National Park, den darf man auch nicht vergessen, oder? Die Region haut mich echt komplett aus den Latschen. So Mike, bist du angekommen? Wir sind noch nicht in Banff, weil wir Glück haben. Und zwar ist es momentan so, dass man keinen Nationalpark-Pass, wie man den in den USA, also in den anderen Videos gebraucht hat, weil Kanada versucht momentan die Leute dazu bringen, dass sie hier selbst in Kanada Urlaub machen. Genau, und deswegen sind wir jetzt hier gerade, wir fahren durch den West Kootenai National Park, heißt der, glaube ich, oder Kootenai National Park. Und der ist wunderschön, man fährt so durch Berge gefühlt durch, an riesigen Bergen vorbei. Der Weg generell nach Banff richtig schön, man fährt an den kanadischen Rockies vorbei, beziehungsweise durch die kanadischen Rockies, kann ich nur empfehlen. Aber jetzt geht es auf jeden Fall weiter nach Banff. Unterschätzt auch nicht die Entfernung. 100 Kilometer bis zur nächsten Tankstelle oder ohne Handynetz sind hier in den Nationalparks gang und gäbe. Und man muss auch durch diese fahren, wenn man von einem Ort zum nächsten will. Also es gibt keinen Ausweg. Aber die Natur macht das alles wieder gut. Ich habe noch nie so einen klaren Fluss und blauen Fluss wie den Kootenai River hier gesehen. Kanada haut mich richtig um. Man fährt ja von Kootenai direkt in den Banff National Park und man fährt dadurch durch diesen Icefield Parkway, die wahrscheinlich schönste Scenic Bike-Drive-Straße der Welt. Überall Berge, es ist so unglaublich schön. Banff ist übrigens der älteste Nationalpark Kanadas und wurde mit der Erschließung des Landes durch die Bahnstrecken schon 1885 gegründet und ist damit nach dem Yellowstone National Park, den wir in Video 3 gesehen haben, der zweitälteste in ganz Nordamerika. Wir sind in Banff angekommen. Man kann außerhalb parken. Man muss nur 5 Minuten in die Innenstadt gehen. Parken nicht leicht, weil viel los ist. Nächsten Tag wird es aber noch schlimmer, weil irgendwann dann auch noch Kanada Day ist. Also langes Wochenende hier. Aber wir genießen es und schauen uns jetzt endlich um. Wir sind jetzt auf der Banff Avenue, wo sehr viele Einkaufsläden und so sind. Eine kleine Kirche. Übrigens alle anderen Straßen haben hier so Tiernamen, ne? Also Squirrel Street, Bear Avenue und sowas, richtig süß. Hier kann man richtig krass einkaufen gehen, ne? Columbia und Co. sind hier, Brauhäuser und sowas. Das ist so ein bisschen die Shoppingstraße. Einkaufsstraße ist eine große Mall, bin ich gar nicht mehr gewohnt nach den letzten 2 Wochen Nationalparks und so. Und deswegen holen wir uns heute mal einen kleinen Snack. Popeyes, die Fastfood-Kette, die uns noch gefehlt hat. Popeyes gibt es ja mittlerweile in Polen, aber das hat gar nicht die Qualität wie hier. Schmeckt richtig schön saftig. Das beste Chicken Sandwich aus einer Fastfood-Kette. Aber jetzt sind wir gestärkt und gehen jetzt weiter durch die Innenstadt.
Wir sind hier am Visitor Center. Das ist ein Gebäude von 1939. Das ist ein ehemaliges Auditorium, was mittlerweile ein Visitor Center ist. Sieht sehr hübsch aus. Generell das Dorf ist ja 1886 gegründet worden, also ein Jahr nachdem der Nationalpark gegründet wurde. Und man hat natürlich kaum noch Häuser von aus den Jahren. Aber das ist eines der älteren Häuser hier. Das Visitor Center, schauen wir uns mal an. Vielleicht gibt es ja hier auch so coole Sachen wie in den anderen Visitor Centern. Lohnt sich nicht wirklich von innen. Geht vor allem darum, wenn man viel mit Rangers reden will. Dafür haben sie sehr viele Schalter. Aber man kann jetzt auch nicht irgendwie viele Sachen da kaufen. Ich sagen, dass die Stadt ganz schön überlaufen ist. Ne? Man sieht hier sehr viele Leute, die hiken, weil hier auch einige Trails beginnen. Und natürlich in der Gegend im Nationalpark einige sind. Viele mit Fahrrad. Es war ja eine Zeit lang die Hauptstraße, also dieser Boulevard, gesperrt für Autos. Und es sah richtig cool aus. Mittlerweile ist es wieder offen und man merkt, dass die Bürgersteige dadurch richtig voll sind. Ich kann es nur noch mal betonen, ich habe jetzt auch nicht mit so vielen Läden gerechnet. Ne? Also wirklich Laden an Laden an Laden. Wir gehen jetzt schon seit 10 Minuten und man sieht immer mehr, ob es Süßigkeitenläden sind, ob es irgendwelche coolen Klamottenläden sind, die es auch bei uns so gar nicht gibt. Irgend so ein Kuhklamottenladen oder so oder ganz andere Sachen. Dann natürlich Ice Cream. Hier kriegt man wirklich alles. Ich wusste nicht, dass die Alpen so ein großes Thema sind außerhalb Europas. Weil auch hier gibt es ab und zu so Alpen-inspired Häuser, die auch eine deutsche Flagge oder sowas davor haben. Man erkennt aber sofort auch den europäischen Einfluss, ne? Weil Kanada ist ja Teil des Commonwealth und hat ja immer noch als Staatsoberhaupt den König von England ja mittlerweile. Und das merkt man an den Gebäuden teilweise, ne? Sehr britischer Einfluss, sehr europäischer Einfluss. Verwunderlich ist der Central Park, also der Park von Banff, natürlich atemberaubend schön, weil man hier einen Fluss hat, der super grün ist und quer durch die Stadt fließt. Und natürlich die Berge im Hintergrund. Ich glaube, da können sehr wenige Stadtparks mithalten. Natürlich gibt es hier auch einige Museen, ne? Also einmal das Museum von Banff und das First Nation Museum. First Nations sind sozusagen die Native-Stämme hier in Kanada, so werden die genannt. Hier wurden natürlich auch sehr viele Natives unterdrückt, in Reservate gesteckt und Co. Man versucht das jetzt so ein bisschen zu greenwashen und so ein bisschen mehr so, man sieht hier ab und zu so Plakate von wegen, wir danken den First Nations, weil die sind hier schon immer gewesen. Aber man findet immer noch wieder Massengräber, wo sehr viele Natives einfach umgebracht wurden. Und das ist immer noch sehr lange Stadt gewesen, auch im 20. Jahrhundert noch zum Teil. Heißt also, Kanada ist mit seinen Ureinwohnern auf keinen Fall besser umgegangen als die USA. Leid und Tod ist auch hier das Leitmotiv. Übrigens mal sehen wollt, wie die Hauptstraße vielleicht aussah, als es sehr ruhig war, dann geht ihr die Bear Street, das ist eine Seitenstraße, da gibt es 1, 2 Cafés und da fahren sehr, sehr wenig Autos her. Lohnt sich auch. Banff ist mit Abstand einer der schönsten Orte, an dem ich je war. Also mit den Bergen im Hintergrund, dem Grün, dem Ort generell, also was da los ist und Co., gefällt mir das sehr. Und wir haben ja nicht mal die wirklichen Highlights gesehen, ne? Also die Natur drumherum. Und deswegen einen Spot machen wir auf jeden Fall heute noch. Da müssen wir so langsam in unser Airbnb in Golden. Okay, eigentlich wollte ich mit euch an Lake Louise, aber der ist krass überfüllt. Das ist der riesige Nachteil, wenn man im Sommer kommt, vor allem zum Canadian Day Weekend zufällig hier ist. Dann ist einfach alles überfüllt. Also auch Emerald Lake und Co. Wir werden es also morgen früh versuchen. Aber der Drive von Lake Louise bzw. von Banff hin zu Golden, also da, wo unser Airbnb hier ist, unser riesiges Airbnb, ist wunderschön. Man fährt quer durch die Berge. Das ist wahrscheinlich eine der schönsten Regionen, die ich je gesehen habe. Überall so ein weißer Fluss, dann kommt ein grüner Fluss wieder. Also mega schön. Kann ich auf jeden Fall nicht klagen. Wir waren gerade aus Shoppen, das erste Mal richtig in Kanada einkaufen. Im IGA. Die haben coole Sachen. Seht ihr hier, ne? Also nichts Besonderes, aber es ist ein cooler Supermarkt. Genau. Und jetzt werden wir den Abend entspannen. Hier gibt es eine Nintendo 64. Wir zocken ein bisschen. Und morgen geht es dann richtig los nach Banff. Natalia hat eine Freundin, die hier wohnt, aus Polen. Die wohnt in Canmore, da wo The Last of Us gedreht wurde. Wir waren jetzt mal im Ort, im dritten Video, im Ort, wo Last of Us gespielt hat. Jetzt, wo es gedreht wurde am Ende. Und das werden wir uns morgen alles angucken und auch einen Hike machen. Ich bin so richtig hyped. Übrigens, wenn ihr mehr Bilder oder Storys sehen wollt, die es nicht ins Video geschafft haben, folgt mir doch gerne auf Instagram. Aber jetzt endlich Canmore und Banff. Leute, also kleines Update. Wenn ihr zum Lake Louise wollt, müsst ihr eigentlich einen Shuttle buchen. Das könnt ihr aber eigentlich gefühlt schon Monate vorher. Es gibt noch mal 2 Tage vorher Spontan-Tickets. Haben wir natürlich nicht bekommen.
Aber es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt einen längeren Hike, 3,5 Kilometer, und es gibt so einen Zwischenparkplatz, also der nicht direkt am See ist, sondern so 1,9 Kilometer entfernt davon. Den nehmen wir jetzt und wir wandern hoch zum Lake Louise. Ich sag euch ehrlich, Leute, ne, dieser Hike wird jetzt kein schöner Hike, ne, weil wir müssen direkt an der Straße entlang. Aber in dem Fall ist vielleicht nicht der Weg das Ziel, sondern das Ziel, weil wir einfach zu Lake Louise wollen und nicht so lange wandern können heute, weil wir nachher noch mal wandern gehen wollen, beziehungsweise nachher noch Freunde treffen. Ja, ab der Mitte kommt man dann irgendwann doch auf den richtigen Hikeweg. Der führt relativ nah an der Straße entlang, aber da hier noch so ein kleiner Bach ist, hört man die Straße nicht mal wirklich. Und es ist auch nicht so lang, aber auch nicht zu unterschätzen, weil es geht schon steil nach oben zwischendurch. Aber am Ende ist man halt in 20 Minuten schon am Parkplatz von Lake Louise. Super cool. Und das for free. Also ich weiß, ich verstehe es, ne? Lake Louise ist überfüllt, super viele Leute. Man kommt schlecht hoch vielleicht. Direkt daneben so ein krasses Hotel, so ein Chateau. Aber die Aussicht auf den Lake, das ist wirklich unglaublich. So ein grüner See und dann oben sieht man den Gletscher und die Berge drumherum. Das habe ich so noch nicht gesehen. Das ist wirklich krass. Und wahrscheinlich ist es natürlich besser hier hinzukommen, 6 Uhr morgens, wenn noch niemand hier ist. Aber auch so lohnt es sich auf jeden Fall. Boot sich leihen, um schön über den See zu schippern. Im Hintergrund sieht man die Berge, die teilweise 3500 Meter hoch sind. Einen richtig schönen Gletscher. Und wie gesagt, hier neben ist das Chateau. Ich glaube, verbringt man nicht super viel Zeit, außer man geht aufs Wasser. Aber es ist eine schöne Aussicht. Man kann übrigens um den halben See gehen. Das heißt, wenn ihr ein bisschen weiter geht, habt ihr auch einfach Spots für euch. Und dann vergisst man auch, dass hier super viele Leute sind und kann trotzdem den See einfach in Ruhe genießen. Und wenn ihr schon hier oben seid, könnt ihr auch kurz ins Fairmont Chateau. Hier gibt es einen kleinen Shop, hier gibt es einen Café. Ganz hübsch. Schönes, edles Hotel. Eine spontane Nacht hier übrigens wären heute $2.500. Naja, wir gehen mal weiter. Wir haben ja noch mehr zu sehen heute. Das ist die Brücke, die man aus Last of Us kennt. Richtig geil, generell der Park drumherum, richtig geiler River, die Three Sisters, also so Berge, für die Canmore bekannt sind im Hintergrund. Mega krass. Canmore ist für viele der Geheimtipp, der nicht wirklich geheim ist. Der Unterschied zu Banff, die Stadt liegt außerhalb des Nationalparks, was Airbnbs und Wohnen deutlich billiger macht. Die Stadt ist weniger überlaufen und hat auch keine Malls. Vielleicht das bessere Basislager für eure Parktour hier. Fühle ich mal wieder bei einer Brauerei, weil jedes Dorf hat eine Brauerei. Wir sind bei Canmore Brewing, die haben eher natürliches Bier. Ist aber eine schöne Brauerei, wo man noch ein paar Snacks essen kann. So, wir sind jetzt in Canmore auf der Main Street. Anders als in Banff gestern ist die gesperrt, heißt man kann hier sehr schön durchgehen. Klare Empfehlung, Canmore ist so wie Banff, fast genauso hübsch. Man sieht die Berge im Hintergrund, auch viel Touristen, aber nicht ansatzweise so viel wie in Banff. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und hier wurde The Last of Us gedreht. Also in dieser Straße war auch die Main Street von Jackson, Wyoming in The Last of Us. Als Empfehlung für die Innenstadt, wenn euch warm ist, holt bei Eclipse euch einen richtig schönen Kaffee oder beim Mountain Juice Café einen richtig geilen Smoothie für den Sommer. Bisschen teuer, aber ist hier wahrscheinlich alles. Main Street werden wir natürlich eine kanadische Spezialität probieren. Das sind Beaver Tails, also Biberschwänze. Keine echten, sondern gefühlt Langosch. Also es ist Teig, der frittiert wird und darüber ist Nutella oder Banane. Klingt genau wie Langosch. Ich bin gespannt. Also Leute, hier ist der Beaver Tail. Der Teig ist ein bisschen würziger als das, was wir vom Langosch kennen. Ein bisschen pommesiger, aber sehr lecker. Mit Nutella und Banane. Richtig geil. Natalia hat sich ein Eis dazu geholt. Es ist auch einfach super warm. Canmore im Sommer auf jeden Fall ein riesiges Highlight. Ich hau übrigens wieder alle meine Restaurants, Hikes und generell Spots in die Google Maps Liste. Könnt ihr euch dann in Ruhe anschauen für eure Reiseplanung. Also Fazit von Canmore.
Der Park ist viel schöner, die Mainstraße ist viel schöner. Beaver Tail, richtig lecker. Nicht so viele Touristen und trotzdem diese Berge im Hintergrund. Aber eigentlich egal, ob Banff oder Canmore. Beide bestechen dadurch, dass sie in der schönsten Natur Kanadas liegen. Und die müssen wir uns jetzt am nächsten Tag mal genauer anschauen. Guten Morgen, Freunde. Wir nehmen heute den Icefield Parkway. Und das ist dieser Scenic Drive, von dem ich ganz am Anfang schon mal erzählt habe. Der führt bis hoch in den Nationalpark Jasper. Ich weiß nicht, ob wir bis dahin komplett fahren, aber auf dem Weg gibt es so viel zu sehen. Canyons, Gletscher und. Stück holen wir uns aber noch im Ethos. Das ist in Golden. Hier gibt es richtig geiles Sauerteigbrot. Die haben richtig leckere Kuchen, so mit Erdbeer und Vanille und so. Und wir haben uns hier ein schönes Frühstück bestellt. Ich habe ein richtig schönes Breakfast-Sandwich mit Hash Brownie, Bacon und Egg drauf, mit einer richtig schönen Soße. Das Brioche-Bun ist sehr lecker. Natalia hat die spanische Version eines French Toasts mit Mandarinen obendrauf und Blutorange. Richtig lecker, beides. Aber egal, jetzt geht es endlich auf den Icefield Parkway. So, unser erster Stopp auf den Icefield Parkway ist Bow Lake. Ein richtig schöner See, direkt an dem Icefield Parkway, der übrigens mega geil ist. Also wir sind jetzt, glaube ich, irgendwie 20 Kilometer auf dem Parkway gefahren. Man muss theoretisch einen Pass haben. Wie gesagt, dieses Jahr braucht man eben keinen. Es ist eine sehr coole, zweispurige Straße. Wir haben schon einen Bär gesehen direkt an der Straße. Ich habe ihn leider nicht filmen können, aber ich versuche dieses Mal noch einen Bären zu filmen. Aber erstmal schauen wir uns den See an. Das Wasser ist so schön klar und man sieht die Spiegelung von dem Berg so perfekt da drin. Ich mag es hier. Ein paar Leute wieder, ja, ne? Aber trotzdem sehr schön. Auch hier wieder der Trick. Fahrt einfach ein bisschen abseits und mit einmal habt ihr den halben See für euch selbst und die ganzen Gruppen an Touristen sind gar nicht mehr zu sehen. Wirklich nur so ein paar Einzelne wie wir halt. Das Coole ist, die meisten Spots sind direkt am Highway. Wir sind jetzt zum Beispiel an dem Mestalla Canyon. Da läuft man jetzt 300 Meter so ein bisschen bergab. Das ist jetzt nicht der leichteste Weg, weil es schon sehr steil teilweise bergab geht. Aber es sind irgendwie nur 300, 400 Meter. Und dann kommt man an so einem krassen Canyon schon an. Hier kann man natürlich noch andere Wanderwege nehmen. Aber das reicht ja schon, um einen Eindruck zu bekommen von Icefield Parkway, oder? Also egal, ob ihr wie wir vielleicht den Icelandic Parkway nur entlang fahrt oder nur zum Jasper wollt, haltet auf jeden Fall an den Viewpoints zwischendurch mal. Nicht nur in den großen Highlights wie dem Canyon vorhin oder so. Und genießt diese krasse Aussicht. Spot Gletscher, und zwar der Athabasca Glacier. Man muss jetzt irgendwie da 5 bis 10 Minuten irgendwie hoch, kraxeln so ein bisschen den Weg, ganz easy. Auf dem Weg dahin sieht man immer schon so Schilder, wo der Gletscher früher war, also wie groß der war. Also auch wenn er, ihr seht ihn gleich, noch immer noch sehr riesig ist, war er deutlich, also 3-mal, 4-mal größer noch vor 60 Jahren. Das ist eben das Doofe, ne? Globale Erwärmung, die Gletscher schmelzen extrem und hier ist es auch so, dass man auch teilweise mit LKWs oder so Bussen auf diese Gletscher drauf kann. Hilft halt auch nicht unbedingt, aber eine kleine Wanderung dahin machen wir trotzdem. Die Columbia Icefields, die Region, wo die ganzen Gletscher sind. Und der Athabasca-Gletscher, der schmilzt pro Jahr 5 Meter. Das heißt, wenn man mehrmals ein paar Jahre später wiederkommt, sieht man, wie er kleiner und kleiner wird. Man sieht ja auch wieder, wie das Wasser in Strömen wegfließt. Natürlich jetzt auch ein bisschen mehr, weil es im Sommer ist, logischerweise. Aber generell 5 Meter pro Jahr verliert er. Gletscher ist aber trotzdem wunderschön. Man kann, wenn man ein bisschen Umweg geht, auch noch näher an den Gletscher ran. Wir bleiben aber hier. Wir werden auch nicht diese Trucks oder sowas nehmen. Aber es ist wirklich trotzdem sehr schön hier. Der letzte Spot sind die Sonwabda Falls, also der letzte Spot Richtung Norden, ne? Weil wir sind jetzt schon im Jasper National Park seit den Glaciers. Erkennt man nicht so krass wie in den USA, weil hier die Nationalparks ineinander übergehen und es nicht so krasse Visitor Center gibt, ne? Also generell ist man viel verlassener hier, aber jetzt gehen wir zu den Sonwabda Falls und schauen uns die mal an. Holy
shit, sind das geile Wasserfälle. Man sieht so den Fluss auf diese Schlucht zufließen und dann geht es einfach richtig steil runter. Mega geil. Man geht so durch so einen Mini-Wald hier durch. Lohnt sich auf jeden Fall. Man kann hier noch einige Hikes machen, jetzt zum Big Bend oder zu den Lower Falls. Also auch wenn ihr mehr machen wollt als wir und nicht ein kleines Baby dabei habt, könnt ihr hier so viel erleben, das ist echt unglaublich. Hier übrigens wieder, auf 200 Kilometer gibt es eine Tankstelle und kein Handynetz. Plant euren Trip durch den Park also gut. Ihr seht zwar viele Menschen, aber Zivilisation zwischen Banff und Jaspertown ist sehr rar gesät. So, letzter Tag in der Banff Region. Wir haben noch 2 Highlights für euch. Und zwar erstens ist heute der 1. Juli und 1. Juli ist Canada Day. Also werden wir mal schauen, ob wir heute eine Parade sehen können. Und wir wollen heute noch zum Emerald Lake im Yoho National Park. Das soll ein richtig geiler See sein. Mal schauen, was wir schaffen. So, wir sind auf dem Weg zur Parade in Canmore, aber haben einen Zwischenstopp gemacht an der Natural Bridge im Yoho National Park. Und das ist einfach eine Brücke, die natürlich gewachsen ist, denn da fließt ein Wasserfall durch und hat sozusagen eine Brücke gebildet. Sieht richtig geil aus. Ein weiterer kleiner Spot, an dem wir gehalten haben, sind die Spiral Tunnels. Man sieht jetzt nicht krass viel, ne? Also es ist sozusagen Tunnel, die gebaut wurden, die spiralförmig hochgehen, damit die Züge über die Berge kommen, weil die hier teilweise sehr hoch sind. Man sieht es jetzt nicht krass, vor allen Dingen im Sommer, weil dann einfach alles grün ist und hier fahren sehr viele Züge her. Was aber interessant ist, man lernt hier sehr viel über Züge und wie diese Railway auch sehr einen großen Unterschied gemacht hat. Ich habe ja, glaube ich, am Anfang mal gesagt, ohne die Railway, also Pacific Canadian Railway, gäbe es den Banff National Park gar nicht, weil das sozusagen dafür gemacht wurde. Als der gemacht wurde, wurden sozusagen die Gegenden auch erschlossen. Ja? Und deswegen sind Züge natürlich super wichtig für die Region gewesen. Und man unterschätzt natürlich auch mal, wenn solche Züge oder solche Strecken gebaut werden, wie anstrengend das ist. Ne? Weil wir kennen sie ja nur fertig, aber die mussten ja irgendwie in die Wildnis gebaut werden. Aber trotzdem super interessant, auch wenn man nicht super viel sieht. In Banff wieder in der Bear Street, wie wir schon mal waren. Heute natürlich alles ein bisschen leerer, keine Autos. Nachher wird die Straße auch gesperrt, dann sehen wir sie mal frei, hoffentlich. Mal gucken, ob wir die Parade sehen, weil die ist erst sehr spät. Ich dachte, die wäre schon um 12, ist aber erst um 16:30 Uhr. Dafür haben wir was sehr Kanadisches jetzt vor. Und da hat sich Natalia Poutine bestellt. Sehr lecker. Ihr werdet es nicht oft in dieser Region finden, also in British Columbia oder Alberta, weil es eigentlich aus der französischen Region rund um Montreal kommt. So wie übrigens auch Ahornsirup. Falls ihr Poutine noch nicht hattet, das sind eigentlich Pommes in Gravy mit so Cheese Curds. Schmeckt ganz gut, ist jetzt nichts Besonderes. Ne? Ist einfach so eine Gravy-Soße, so eine Bratensoße mit Pommes und ein bisschen Käse. Kann man essen, oder? Sehr cool ist, es ist sehr warm und alle Leute haben so, also nicht alle Leute, aber sehr viele Leute haben so richtig schön Kanada-Merch an. Ne? Alles mögliche, Kanada-Flaggen auf dem Kopf und. Und man sieht hier auch Mounties. Ne? Also das ist schon eine Full Canada Experience. Schönen Farmers Market, wo man verschiedene Sachen zu essen haben kann. Es gibt hier Mini-Donuts und noch viele andere Sachen und natürlich auch ein Kinderfest, wo mit Tipis aufgebaut sind, die Kinder rumspielen können, die Sonne scheint, der Fluss ist richtig schön, hier kann man richtig Zeit genießen. Also bei schönem Wetter ist Banff auch einfach, also selbst wenn hier kein Canada Day wäre, kann man hier sehr viel Zeit verbringen. Wir haben uns jetzt bei Hanky Korean Barbecue geholt. Die haben auch so diese Korean Corn Dogs, also Hot Dogs und sowas. Richtig cool. Man kann auch dieses Eis sich holen. Es ist sehr warm, wir stehen noch ein bisschen im Schatten jetzt. Und dann hoffen wir mal, dass wir die Parade gleich sehen. Und dann, nach mehr als 5 Stunden Warten, war es endlich soweit. Die große Parade. Canada Day in Banff, richtig cool, ne? Wie gesagt, das Familienfest war toll. Und am Ende die Parade, gerade die Natives am Anfang haben mich vollkommen umgehauen, ne? Wie die sich komplett kostümiert haben, also sozusagen ihre traditionellen Kleider angezogen haben und auch ihre Gesichter bemalt haben in traditioneller Art. Richtig krass. Ansonsten, ne, einige
Marching Bands und so. War jetzt keine super lange Parade, aber trotzdem schön. Mir hat es sehr gefallen. Banff also wirklich ein Highlight, auch wenn ich Kenmore natürlich cooler fand. Aber jetzt zum ganz Ende habe ich noch mein Highlight, weil ich habe euch ja versprochen heute, wir gehen noch an den Emerald Lake und das haben wir jetzt auf dem Rückweg gemacht. Emerald Lake ist mitten im Yoho National Park, wie die Natural Bridge heute Morgen, also auf dem gleichen Weg. Mittendrin ist sogar noch so ein schönes kleines Café. Und der Emerald Lake heißt es, weil er natürlich so Emerald Green leuchtet. Wir haben ja schon einige grüne Seen gesehen, der ist noch mal krass grüner. Das Coole ist, wir sind abends hier. Erstmal sind hier weniger Leute und man darf hier nicht mit dem Kanu oder irgendwie anderem drauf. Das heißt, das Wasser ist schön ruhig. Und damit verabschieden wir uns wohl mit dem krassesten View hier im 6. Video. Emerald Lake, richtig krass. Generell Banff, Kenmore, das ist eine richtig krasse Region. Für mich die bisher schönste Region auf diesem Trip. Ich dachte es bei Glacier schon, dass es krass ist. Hier nochmal eine Stufe drüber. Ich bin schon sehr viel in meinem Leben gereist und ich würde sagen, das ist eine der schönsten Regionen überhaupt im Sommer. Ich glaube, im Winter ist es natürlich auch cool für Leute, die Wintersport und Schnee und sowas mögen. Für mich nicht so geil, aber im Sommer hier, wir hatten krasses Wetter, mega geil. Wir haben noch ein Video vor uns. Wir machen jetzt 2 Tage Pause vom Video machen in Kelowna, also weil wir müssen ja immer stoppen, ne, wegen dem Kleinen. Und unser letzter Spot ist Vancouver und was wir da genau machen, Mike aus dem Off willst du das erzählen? Ich hau jetzt ab. Ciao, ciao. Genau, Vancouver wartet auf uns im letzten Video dieser Reise. Dabei wollen wir den Großstadt-Flair komplett einfangen. Die besten Foodspots rund um Granville Island, aber auch schöne Strände. Vancouver im Sommer ist einfach anders. Aber erstmal ab in die Highlights und haut rein.